Viele Geigerinnen und Geiger haben ständig Probleme mit schwankender Intonation, weil die Finger ihre Position nicht richtig finden und instabil in den Gelenken sind. Warum die Stabilität so wichtig ist und in welchen 3 einfachen Schritten du wirklich stabile Positionierung der Finger und damit auch eine strahlende Intonation erreichst, darum geht's in diesem Video. Vielleicht ist dir sogar schon bewusst, dass man für eine klare Intonation und saubere Griffe eine ganz klare Fingerpositionierung braucht und dass man das arbeiten muss. Wenn man aber heute das eine macht, morgen das andere, ständig in der Übungsform schwankt, dann hat man am Ende natürlich auch keine sichere Garantie dafür, dass die Finger im Falle des Falles, zum Beispiel in Vorspielen oder in Aufregungssituationen, ihre Position auch ganz einfach finden. Die 3 Schritte, die ich dir gleich zeige, sind aufeinander aufbauend, werden dein Verständnis auf jeden Fall viel erweitern, damit du genau verstehst, auf was du achten musst und wie die Kontrollmechanismen beim Geigenspiel ablaufen müssen. Je mehr du verstehst, je mehr du weißt, desto besser, denn dann können die Leitungen vom Kopf in die Hände perfekt funktionieren, deine Finger wissen genau, was sie zu tun haben. Natürlich sind Fingerübungen hier auch unerlässlich, denn in guten Fingerübungen können wir ganz genau trainieren, wie die Finger fallen und das in einer Form üben, die Verlässlichkeit schafft. Die Fingerübungen müssen dafür nicht kompliziert sein. Ich zeige dir heute am Ende dieses Videos auf jeden Fall eine ganz besonders gute, die dir Stabilität garantiert und auch eine gute Fingergeläufigkeit ermöglicht. Kommen wir jetzt erstmal zum ersten Schritt und zwar ist das Maßnehmen für klare Fingerabstände. Was den meisten passiert und was du vielleicht auch kennst, ist, dass wenn wir üben, die Gedanken natürlich überall sind. Wir denken an die rechte Hand, an die linke Hand, an die Intonation, an Klang, alles Mögliche. Da kommt so viel zusammen und du weißt, wie schwer das ist, hier einen klaren Gedanken zu fassen. Umso wichtiger ist es hier, erst einmal ganz bewusst Maß zu nehmen. Das heißt, wir wollen das Intervallverständnis stärken und uns ganz bewusst machen, in welcher Form die Finger und in welchen Intervallabständen die Finger hier wirklich greifen. Und hier geht es wirklich nicht nur darum, wenn wir Geige anfangen zu lernen, sondern das Gleiche gilt für Profigeiger. Denn wenn wir uns dieser Sache nicht bewusst sind, wenn wir nicht immer wieder darauf achten, die Basis zu stärken und zu erhalten, kommen wir alle immer wieder manchmal zwischendurch an Probleme, die eigentlich nicht sein müssen. Wie sieht das Ganze also aus, wenn wir bewusst Maß nehmen? Wenn wir als Beispiel mal von einem Abstand, einem großen Intervallabstand, gefolgt von einem kleinen ausgehen. Das heißt, auf der A-Seite greifen wir mit dem ersten Finger das H, dann das Cis und dann das D. Wenn wir uns hier keine Gedanken machen, wie wir die Intervalle greifen wollen, kann es immer wieder dazu kommen, dass die Finger ein bisschen daneben greifen, nicht ganz klar in ihrer Ausführung sind und wir nicht darauf achten, wirklich eng oder weit zu greifen. Das wirkt es am Anfang vielleicht sogar schon zu einfach und man denkt sich, ja, mache ich doch. Macht man, aber meistens nicht genug. Und hier ist ganz besonders wichtig, und das sage ich meinen Schülern auch immer wieder, wenn Intonationsprobleme aufkommen, wie greifen wir weite und wie greifen wir enge Intervalle. Weite Intervalle, ja, greifen wir auf jeden Fall schon mal, wie wir es kennen, natürlich weit, aber wie greifen wir das enge, das jetzt folgt? Die meisten von uns würden denken, ich greife das enge Intervall so, dass ich einfach den Finger mehr oder weniger parallel zum weiten Intervall greife und den Finger daneben aufsetze. Wir haben hier nur ein großes Problem, was passiert. Wenn die Finger nebeneinander parallel aufgreifen, das kannst du direkt mal testen, und du schaust dir die Finger an, siehst du, da entsteht ein kleines Dreieck in der Luft zwischen zweitem und dritten Finger. Das heißt, die Fingerkuppen schließen nicht eng aneinander ab, sondern es entsteht ein kleines Dreieck aus Luft. Das reicht schon, damit der dritte Finger zu hoch greift. Wenn also auf ein weites Intervall jetzt hier ein enges folgt, müssen wir etwas ganz besonders beachten. Und das ist, den dritten Finger in diesem Fall ein bisschen auf der Außenkante aufzusetzen. Du siehst, hier entsteht jetzt eine Lücke zwischen zweitem und dritten Finger, ja, und die sind nicht mehr parallel, wie sie vorher waren, sondern jetzt auf einmal so, wenn du auf die äußere Kante greifst. Und wenn du das machst, kannst du auch wieder in der Luft oder auf der Geige von außen betrachten, schließt du dieses kleine Dreieck aus Luft, das vorher entstanden ist, und der Finger schließt ganz eng ab. Das bedeutet wirklich mit Kontrolle und mit Köpfchen Intervalle zu greifen und vorzubereiten. Das heißt, wir setzen den Finger nicht einfach irgendwie neben den anderen, sondern wissen schon im Vorhinein ganz genau, wenn ich wirklich will, dass der Finger eng abschließt, dass es ein sauberes Intervall gibt, dann kehre ich den Finger ein bisschen auf die äußere Seite und kann so garantieren, dass das Intervall wirklich eng gegriffen und sauber ist.
In einer Fingerübung mag das Ganze noch nicht so komplex erscheinen. Aber wenn wir uns zum Beispiel die Passage aus Vivaldis 4 Jahreszeiten angucken, wo wirklich in schnellstem Tempo viele verschiedene Intervallabstände und ständig variierende Intervallabstände vorkommen, dann müssen wir das Ganze natürlich noch besser vorbereiten. Hier empfehle ich dir, schon in die Noten reinzuschreiben und große und kleine Intervalle wirklich zu kennzeichnen. Ein großes Intervall kennzeichnen wir mit einer Art Klammer und ein kleines mit einer Art Dreieck. So haben wir optisch immer schon direkt ganz bewusst vor Augen, welches Intervall folgt und müssen nicht jedes Mal drüber nachdenken. Das Ganze kannst du natürlich in verschiedensten Übungsformen arbeiten, wie ich es auch in meinem neuen Videotraining zeige. Das kannst du unter diesem Video auch finden. In der Videobeschreibung ist der Link dazu. Übungsformen verschiedenster Art für Intonation, linke und rechte Handtechnik und alles Mögliche. Das heißt, guck da gerne rein, um auch so etwas kennenzulernen und dein Wissen zu erweitern. Nachdem du dir wirklich bewusst gemacht hast, wie deine Finger die verschiedenen Intervalle greifen müssen, ist es jetzt an der Reihe für den zweiten Schritt. Der zweite Schritt ist super, super wichtig und hat einen sofortigen Effekt auf die Ausführung und die Bewegungsform deiner Finger. Und zwar stell dir mal vor, dass dein Finger sehr stabil in sich ist, als wäre es ein Stativ. Als Beispiel nehme ich da mal gerne so einen Zirkel, den man noch aus dem Matheunterricht in der Schule kennt, wo man die eine Seite aufs Blatt piekst und die andere Seite praktisch drumherum führt. Das ist wie ein kleines Stativ, das in sich eine Festigkeit hat und diesen Winkel oder auch diesen Abstand hält. Wir wollen natürlich auf der Geige immer eine Flexibilität erreichen. Und das kann manchmal irgendwie in starkem Kontrast zu dem stehen, was wir auch an Stabilität aufbauen wollen. Das heißt, wir müssen beides unter gewissen Berücksichtigungen natürlich in unser Spiel einführen und immer darauf achten, dass beides in Balance ist. Wenn die Finger aber zu flexibel sind, zu weich sind in ihrer Griffart, dann bekommen wir Probleme. Und zwar, dass die Intonation schwankt und der Finger nie die richtige Intonation und nie die Stabilität gewinnt, die wir eigentlich haben wollen. Wie schaffen wir das Ganze also? Indem wir den Finger als Stativ sehen. Wie das genau aussieht, zeige ich dir jetzt. Ein Stativ hat eine gewisse Festigkeit und dadurch werden unnötige Bewegungen gar nicht erst zugelassen. Genau das wollen wir zum Beispiel nehmen, um mal den Finger stativmäßig auf die Geige zu bringen. Wenn wir uns von vornherein genau klar machen, die Ohren vorangehen lassen und den Ton im Voraus hören, haben wir vom inneren Gehör die beste Voraussetzung geschaffen, dass der Finger seine Position findet. Vergiss das nie. Jetzt kommt der nächste Schritt. Wir gucken uns jetzt genau an, auf welche Position der Finger muss und wiederholen diese Bewegung jetzt mehrmals, möglichst immer so, dass der Finger auf die richtige Position trifft. Das heißt, wieder von H zu Cis. Wenn du jetzt mal schaust, was mein Finger macht, wirst du sehen, dass der in seiner Form gleich bleibt und immer wieder auf die Höhe richtig trifft. Was ich oftmals sehe, ist, dass alles sich ändert. Ein bisschen höher, ein bisschen tiefer. Man versucht, was man kann, damit der Ton sauber wird und macht manchmal viel zu viel. Hier ist also wichtig, weniger ist mehr. Nimm Maß, erster Schritt, und jetzt im zweiten Schritt stell dir vor, es ist ein Stativ und bring den Finger wirklich immer wieder mit der gleichen Bewegung, ohne unnötige Bewegung hinzuzufügen, auf die richtige Position. Und das machst du vielleicht erstmal gezupft, dann mit dem Bogen zusammen. In verschiedenen Tempi. Erstmal langsam, dann aufbauend, auch immer schneller. Wichtig ist, dass du ganz bewusst schaust, was macht mein Finger und keine extra Bewegung, keine extra Wackler kurz vorm Aufsetzen zulässt. Also ganz sicher und stabil greifen und das mit guten Wiederholungen. Wenn du Schritt 1 und 2 befolgt hast, und zwar Maß genommen hast und die Stabilität in den Fingern gewonnen hast, geht es jetzt darum, das Ganze richtig auf die Geige in gewisse Fingerübungen und ins Repertoire zu bringen. Hierfür brauchen wir natürlich eine Fingerübung, die funktioniert. Die zeige ich dir jetzt. Und hier ist wichtig, dass wir versuchen, all die Dinge, die wir im Vorhinein erarbeitet haben, auch im Zupfen gearbeitet haben, ganz konzentriert darauf anzuwenden. Gute Wiederholungen bedeuten, dass du im besten Fall von 10 Wiederholungen 10-mal auch triffst. Am Anfang kann es so sein, dass vielleicht 5-mal treffen, 5-mal nicht, dann 6-mal, 7-mal. Aber wenn du dabei bleibst, immer höchst konzentriert bist, diszipliniert darauf achtest, alles richtig auszuführen und gut zu hören, dann wird die Trefferquote mit den Tagen und Wochen, die du reinsteckst, immer höher und du erreichst wirklich eine Sicherheit, auf die Verlass ist. Ich habe heute für dich eine sehr gute Fingerübung von Ševčík herausgesucht aus dem Opus 1 und das ist eine Fingerübung, die
die sehr gut anzuwenden ist. Egal, ob du viel oder wenig Zeit zu üben hast, denn es sind immer kleine Häppchen. Du kannst es anordnen, wie du möchtest und das Tempo steigert sich sowieso, wie es in den Noten auch geschrieben ist. Und du übst die verschiedensten Fingerabstände und auch Fingerkombinationen. Das heißt, es ist perfekt, um das anzuwenden, was wir gerade vorbereitet haben. Starten wir mal mit der ersten Zeile der Fingerübung und gucken uns an, wie das Ganze sich anhört. Jetzt merkst du, dass ich besonders darauf achte, die Finger auszuspielen. Man könnte jetzt dadurch huschen, von vornherein schnell spielen. Das empfehle ich dir aber nicht. Ich würde sagen, starte erstmal ein bisschen bewusster und achtsamer, denn so schaffst du wirklich Kontrolle aufzubauen und auch zu kontrollieren, was du vorher so lange vorbereitet hast. Das bedeutet, dass nach dem ersten Finger der zweite ein bisschen mehr Zeit hat, um zu greifen. Ich verlängere also hier mit Absicht ein bisschen den ersten Finger und spüre und verfolge ganz genau, wie der zweite Finger sich an den ersten anschmiegt, um dann ganz eng zu greifen. Denn gerade hier beim tiefen zweiten Finger kommt es oft vor, dass wir zu hoch greifen, weil einfach sehr unbewusst gegriffen wird und wir den Finger sehr gerne einfach ein bisschen zu weit aufsetzen. Also hier besonderes Augenmerk darauf, wo er drauf kommt. Dann im weiteren Verlauf gerne mit Metronom üben, damit du auch Tempo aufbaust und das Ganze auch rhythmisch wird. Im zweiten Schritt sehen wir auch 1, 2, 3. Hier haben wir den dritten Finger weit. Und wieder habe ich den zweiten Finger mit Absicht ein bisschen verlängert, um dem dritten Finger Zeit zu geben, ein Gefühl dafür aufzubauen, wohin er denn fallen soll. Dieses Gefühl von Stabilität ist ganz angenehm. Stell dir wirklich vor, da ist ein Stativ drin. Stell dir vor, da ist eine gewisse Spannung im Finger, die du brauchst, damit der Finger auch mit wirklich Sicherheit und klarer Kontrolle auf die Seite zu kommen. Wenn das Ganze zu weich ist, zu flexibel, bekommen wir da Probleme. Deswegen nicht zu viel Spannung, nicht zu viel Energie reinstecken, aber ein gewisses Maß an Spannung muss sein, damit der Finger wirklich eine Kontrolle aufbauen kann. Das Gleiche ist natürlich auch für 2, 3, 4. Hier achte bitte darauf, dass der zweite Finger unten bleibt. Der rutscht gerne nach oben, weil wir jetzt auf 2 und 3 ein großes Intervall haben und für 3 und 4 auch. Das heißt, der zweite kommt hier ein bisschen unter Spannung. Wenn du das spürst, lass die Hand einen Moment liegen, lass dich ein bisschen an den Griff gewöhnen und achte darauf, dass die Finger wirklich an Ort und Stelle bleiben. Du merkst, wir haben in dieser Fingerübung andere Intervalle, als ich es vorher gezeigt hatte in Schritt 1. Aber hier ist es wichtig, dass wir wirklich auch alle Intervallgruppen und Arten üben und arbeiten. Das heißt, nicht immer die gleiche Fingerübung machen, nicht immer nur 1, 2 hoch, auch 1, 2 eng und die anderen Finger dann daneben. Denn so baust du wirklich ein großes Repertoire oder ein großes Gefühl und Wissen an Abständen auf und hast damit auch natürlich im Repertoire hinterher die Möglichkeit, auf alles sofort perfekt reagieren zu können. Und alles fühlt sich für dich schon absolut normal und geübt an. Im weiteren Verlauf der Übung wirst du sehen, da kommen wir auch in Sechzehntelgruppen rein, in immer wieder andere Kombinationen und Muster. Und genau das ist es, was wir brauchen, um wirklich der Hand ein ganz neues Gefühl für Fingergeläufigkeit und Abstände und auch Stabilität zu ermöglichen. Das kann sich so anhören. Und hier brauchst du nicht viel. Also ich sage es auch immer wieder, du musst nicht die ganze Seite üben, um zu profitieren, sondern nimm dir kleine Teile, zum Beispiel 2, 3 Takte aus der ersten Zeile in Kombination mit etwas anderem, mit einer der schnelleren Varianten, die du natürlich auch erstmal langsam üben kannst. Denn alles, was in Sechzehnteln geschrieben ist, kannst du natürlich auch in Vierteln, in halben Noten spielen, ganz wie du es brauchst und wie es sich für dich gut anfühlt. Also, gib dir die Möglichkeit, ganz in Ruhe ein Maß zu nehmen für die Finger, eine gute Artikulation aufzubauen, die stabil ist, nicht zu flexibel, aber in Balance mit Flexibilität funktionieren kann. Das heißt, hier nochmal darauf achten, wie viel Kraft wende ich auf, wie stark drücke ich den Finger auf die Seite oder klopfe ich eher ein bisschen leichter. Dazu habe ich schon ganz viele Videos auch auf meinem Kanal. Guck da auch gerne rein.
Und dann wünsche ich dir ganz viel Spaß mit der Fingerübung. Natürlich geht es hier auch, das Ganze noch in ganz anderen kreativen Übungsformen und Mustern zu arbeiten. Das, was wir hier gerade gemacht haben, ist eine Möglichkeit und dann gibt es noch hunderte weitere. Wenn dich das interessiert und du wirklich tief in die Geigenübung eintauchen möchtest, deine Übung auf ein ganz neues Niveau heben möchtest und richtig mit dem Instrument arbeiten willst, dann komm in mein neues Videotraining. Wie gesagt, der Link ist in der Infobox unter dem Video. Ich freue mich, dich da zu sehen und wünsche dir erstmal noch ganz viel Spaß bei der Geigenübung.